Die Reise beginnt in Tokio, der Hauptstadt Japans mit ihren 14 Millionen Einwohnern. Es ist eine Stadt der scheinbaren Widersprüche. Hochmoderne Wolkenkratzer und futuristische Architektur findet sich neben Holzhäusern, Schreinen und alten Tempeln. Ältere Damen im Kimono sitzen neben jungen Frauen im Gothic-Lolita-Look in der U-Bahn. Neben hektischen Einkaufsstraßen liegen ruhige Gärten, in denen man den Vögeln lauschen kann. Japans Hauptstadt ist hochmodern und zugleich traditionell, so wie das ganze Land. Man sollte sich für Tokio mindestens 3 Tage Zeit nehmen, um neben den bekannten Attraktionen auch etwas Zeit zum Bummeln und Treiben lassen zu haben. Auch dann sieht man nur einen kleinen Teil, gibt es doch eine schier unendliche Zahl an Sehenswerten. Die Tokyo Station, der Hauptbahnhof der Stadt. Nur einer von 6 größeren Bahnhöfen. Er ist nicht nur ein sehr geschäftiger Verkehrsknotenpunkt, zugleich finden sich eine Fülle von Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants. So sollen sich hier allein rund 1000 Geschäfte befinden. Generell ist das beste Verkehrsmittel durch die Stadt die U-Bahn. Sie ist pünktlich, schnell und sauber, zudem recht preisgünstig. Am Hauptbahnhof werden Tag für Tag um die 4000 Züge abgefertigt und rund 1,5 Million Menschen. Der Tokioter Bahnhof Shinjuku kommt auf täglich über 4,5 Millionen Fahrgäste. Zu Stoßzeiten sind es rund 500 Menschen pro Sekunde, die vor allem die U-Bahn nutzen. Mehr als 200 Zugänge kanalisieren die Menschenmassen. 次は国会議事堂前です。千代田線がお乗り換えです。In fußläufiger Entfernung zur Tokyo Station liegt der Kaiserpalast. Inmitten eines grünen Areals lebt der japanische Kaiser mit seiner Familie. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Palast zerstört und bis 1968 in modernerem Stil wieder aufgebaut. Der größere Teil des 3,4 Quadratkilometer großen Areals ist ebenso wie der Wohnsitz des Kaisers nicht öffentlich zugänglich. Es geht zum Meiji-ji-no, Tokios berühmtester Shinto-Schrein. Auf dem Weg finden sich mehrere beeindruckende Torii. Sie stehen für den Übergang aus der profanen in die spirituelle Welt. Vor einem Torii sollte man sich immer kurz verbeugen, um seinen Respekt zu zollen und am Rand hindurchgehen. Die Mitte ist den Gottheiten vorbehalten. Der Schrein ist dem Gedenken an Kaiser Meiji und Kaiserin Shōken gewidmet, deren Regentschaft bis 1912 dauerte und die den Wandel Japans vom einzigen isolationistischen Feudalstaat in eine moderne Nation einleiteten. Der Shintoismus ist neben dem Buddhismus die wichtigste Religion in Japan. Bei dem Volksglauben werden die Kräfte der Natur verehrt. Er setzt sich aus vielen regionalen Kulten und Glaubensvorstellungen zusammen. Die Kami, die Götter, können Menschen, Tiere, Gegenstände oder abstrakte Wesen sein. Übersetzt bedeutet Shinto Weg der Götter. Nahegelegen der Stadtteil Harajuku, ein lebendiges Viertel mit Boutiquen und Geschäften, beliebt vor allem bei jungen Japanern. Das Viertel gilt mit seinen vielen Läden und Boutiquen als eines der wichtigsten Modezentren Japans. Die hier vorwiegend angebotene, etwas punklastige Jugendmode gilt als eigener Stil,
der Harajuku-kei. Neben aufstrebenden, trendigen Boutiquen finden sich alteingesessene Geschäfte wie das Dock. Hier soll auch von Modeikonen wie Lady Gaga eingekauft werden. Wir sind im Koishikawa Korakuyen-Garten. Den Landschaftsgarten im chinesischen-japanischen Stil hat der Landesfürst Ikeda Tsunamasa gegen Ende des 17. Jahrhunderts errichten lassen. Er zählt zu den Nihon Sanmaien, den 3 berühmten Gärten Japans. Ein Rundweg führt einen vorbei an Teichen, Bächen, Büschen und Bäumen mit immer wechselnden Ansichten. Alles geschickt miteinander verknüpft. Er diente einst dem Fürsten und seiner Familie zur Entspannung. Der Stadtteil Asakusa. Hier findet sich Tokios ältester buddhistischer Tempel, der Sensoji-Tempel. Hinein geht es durch das rote Kaminari-Mon. Er ist der meistbesuchte Tempel der Stadt. Entlang des Weges finden sich unzählige Stände, verkauft wird alles Erdenkliche, von touristischem Kitsch bis zum Kunsthandwerk im Edo-Stil. Betritt man einen Tempel, muss man über eine erhöhte Schwelle gehen und darf niemals direkt auf diese treten. Omikuchi, kleine Schränke mit vielen Schubladen. Sie dienen der Vorhersage des Glücks. Dazu schüttelt man eine Box und zieht einen Stift mit einer Nummer heraus. Eine Schublade mit dieser Nummer sagt die Zukunft voraus. Es gibt insgesamt 7 Kategorien des Glücks und des Pechs. Die mittlere nennt sich Segnung. Alles darüber ist gut, darunter schlecht. Die Zettel mit den schlechten Vorhersagen bindet man an eine Wand, um das Übel abzuwenden. Einmal am Tag verbrennen Mönche die Zettel in einer Zeremonie, somit ist alles Übel vernichtet. Im Tempel findet sich eine goldene Statue von Kannon, der buddhistischen Göttin der Barmherzigkeit. Einer Legende nach fanden sie 2 Fischer im Jahr 628. Die Statue wurde niemals öffentlich gezeigt, keiner weiß, ob es sie wirklich gibt. Das aber tut dem Ort keinen Abbruch, so pilgern jede Menge Gläubige Tag für Tag der Göttin wegen hierher. Etwa eine Stunde dauert die Zugfahrt nach Sita Kamakura. Von ihr aus bietet sich eine Wanderung entlang einiger Sehenswürdigkeiten bis zum großen Buddha an. Nahe der Bahnstation liegt Kensho-ji, ein dem Zen-Buddhismus zugehöriger 1252 gegründeter Tempel. In der Buddha-Halle steht eine Jitso-Bosatsu-Statue, dem Schutzgott der Kinder. Etwas ungewöhnlich für einen Zen-Tempel. Die Statue spiegelt jedoch die alte Funktion des Tales wider als Hinrichtungsstätte. Jitso spendet auch Trost.
Etwa 1,5 Kilometer entfernt liegt Engaku-ji. Dieser Tempel wurde 1282 gegründet, vermutlich zur Ehrung der Krieger, die ihr Leben bei der Verteidigung des Landes im 13. Jahrhundert gegen Kublai Khan verloren hatten. Die Tempelbauten wurden im Laufe der Zeit erneuert. Das aktuell älteste ist die Sharidenhalle, zuletzt im 16. Jahrhundert überholt. Hier soll ein Zahn Buddhas aufbewahrt werden. Zu sehen bekommt man ihn nicht. Man kann nur Teile des Tempels besuchen, da er heute noch eine große Bedeutung im Buddhismus hat. Die Sharidenhalle selbst ist nur an 3 Tagen im November für die Öffentlichkeit zugänglich. Dann strömen Menschenmassen zum Beten her. Bei allen Schreinen und Tempeln findet sich hinter dem Tori ein Reinigungsbrunnen. Hier säubern sich Gläubige und Besucher Hände und Mund. Zuerst wird die rechte Hand gereinigt, dann die linke, dann nimmt man etwas Wasser in den Mund, spült ihn aus und reinigt sich noch einmal die linke Hand. Der Tsurugaoka Hachiman-gu-Schrein ist Kamakuras wichtigster Shinto-Schrein und dem Gott des Krieges Hachiman geweiht. Er wurde ursprünglich im Jahr 1063 dem 15. Tenno Ojin und seiner Frau gewidmet und 1180 an den jetzigen Standort verlegt und vergrößert. Er gilt als die Seele der Stadt Kamakura. Die heutigen Schreingebäude stammen meist aus dem frühen 19. Jahrhundert. Vom Haupteingang des Schreins aus kann man die 2 Kilometer lange Wakamaya-Oji entlang schlendern
gesäumt von Souvenirgeschäften und Restaurants. Während des Kamakura-Shogunats von 1185 bis 1333 war Kamakura die Hauptstadt Japans. Heute ist die Stadt mit ihren 180.000 Einwohnern ein beliebtes Ausflugsziel. Der Hasedera-Tempel, gelegen an einem Berghang nahe der Küste. Von hier aus hat man einen guten Ausblick über die Stadt Kamakura. Zentrum des Hasedera ist die große Halle mit der 11-köpfigen Statue der Kannon, der Göttin der Barmherzigkeit. Die 11 Köpfe repräsentieren die Stufen der Erleuchtung. Fotografieren ist hier aber nicht erwünscht. Die berühmteste Attraktion der Stadt ist der 1252 errichtete große sitzende Buddha Kamakura Dai Butsu, der große Buddha. Er ist das Wahrzeichen der Stadt. Einst stand sie in einer großen Halle. Die jedoch hat ein Tsunami 1498 weggespült, seitdem steht er im Freien. Gefertigt aus Bronze ist die Statue ohne Sockel über 11 Meter hoch und wiegt 121 Tonnen.